vielleicht noch einmal nachzuhaken. Jetzt ein Jahr später, wie sehen Sie die Aussichten für die sogenannte Alliance for Democracies und solche Ideen von Joe Biden in diesem Prozess? Also es wäre jetzt übertrieben zu sagen, ich kenne Joe Biden sehr gut, aber ich habe ihn in der Vergangenheit auf Konferenzen erlebt und im Kongress erlebt und halte ihn für einen wirklich, also für politische Verhältnisse hochmoralischen Menschen. Ich glaube auch, dass in der gegenwärtigen Administration sozusagen das Thema auch eine hohe Priorität hat. Die Frage ist einfach nur, ob im Moment sozusagen nicht die Zielkonflikte sozusagen zwischen den innenpolitischen und wirtschaftspolitischen Zielen Amerikas und sagen wir mal den durchaus idealistischen und auch idealen, sagen wir, einer westlichen Demokratieführerschaft entsprechenden Pläne nicht doch in Konflikt geraten. Und ich glaube, wir sollten mal nüchtern abwarten, was das nächste Jahr bringt. Ich fürchte, dass auch Joe Biden Schwierigkeiten haben wird mit einer ja nur sehr, sehr knappen Mehrheit im Kongress, sagen wir mal, überambitionierte Ziele wirklich verwirklichen zu können. Ich meine, in der Außenpolitik hat der Präsident große Möglichkeiten, quasi durchzuregieren ohne den Kongress. Aber sagen wir mal, was die strukturelle Erweiterung sozusagen der NATO betrifft, was, sagen wir mal, die Erweiterung sozusagen großer Bündnisverträge betrifft und so weiter, das ist alles ratifizierungspflichtig im Kongress. Und ich bin mir nicht so ganz sicher, sozusagen, ob das die jetzige Administration da ihr ganzes politisches Kapital darauf setzen wird, sowas mit sehr, sehr knappen Mehrheiten durchzusetzen, oder ob man nicht erstmal die innenpolitische Agenda durchsetzt und, sagen wir mal, auch international testet, welche Verbündeten man sozusagen für diese Demokratieambitionen gewinnt. Das klingt zwar jetzt ein bisschen ernüchternd, aber ich glaube, wir sollten uns eben in der Bilanz der transatlantischen Beziehungen schon ein Stück weit vor Augen führen. Die Vorstellung, es sei wieder alles wie früher, das ist, glaube ich, eine Illusion, sondern wir müssen als Europäer sehr selbstbewusst an unseren eigenen Politiken arbeiten, ohne zu ignorieren, was ja auch dann umgekehrt die Reaktion hier oft war, so nach dem Motto, das amerikanische Zeitalter ist zu Ende, der Führungsanspruch, auch der idealistische oder ideelle Führungsanspruch der Amerikaner ist per se dahin. Ich glaube, Europa ist nicht in einem Zustand, sozusagen Angebote, die da gemacht werden, nicht aufzunehmen. Es gilt eben nur nüchtern abzuwägen, wie weit wird das gerade in den ersten Jahren der Administration tragen können.